In Teil 2 der Busreise geht es im Wesentlichen nach Wales und nach Schottland. Heute am Tag 6 drehen wir eine große Runde durch Wales. Wir haben Chester verlassen und dann erreichen wir die Küste der Irischen See. Wir überqueren die Menai Wasserstraße und erreichen die Insel Anglesey. Die Menai Wasserstraße ist besonders gefährlich, weil hier das Wasser zwischen der Irischen See, zwischen Nord und Süd hin und her schwappt und dabei die Strömung bei Ebbe und Flut sehr kräftig ausfällt. Nach dem Blick auf die Wasserstraße fahren wir zu einem walisischen Ort mit 58 Buchstaben Länge. In den Ortsnamen sind mehrere touristische Ziele eingeschlossen. Am besten, man lernt ihn beim Singen wie folgt. This song will teach you how to say it. Llanfair, Pwll Gwyngyll, go ger y chwyrn drobo llan, tisilio go bo goch. Llanfair, Pwll Gwyngyll, go ger y chwyrn drobo llan, tisilio go bo goch. A name which has fascinated everyone, a name which is there for all to see. A name you will learn to say to anyone if you listen carefully. Llanfair, Pwll Gwyngyll, go ger y chwyrn drobo llan, tisilio go bo goch. Llanfair, Pwll Gwyngyll, go ger y chwyrn drobo llan, tisilio go bo goch. Am südlichen Ende der Menai Wasserstraße liegt das Caernarfon Castle. Die Besichtigung ist nicht ganz einfach, weil die Treppen sehr steil und sehr hoch sind und sehr ausgetreten sind. Entlang des Wehrganges geht es rund um die Burg mit schönen Aussichten. Und dann halten wir an der Aussichtsplattform und genießen die Sonne. Wir haben die Burg verlassen und überqueren das kleine Flüsschen Afon Sayont. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über die gesamte Burg und über die Stadt Caernarfon. Und weil der Besuch der Burg so anstrengend war, halten wir hier im Pub an und genießen ein Pint Bier. Hier im Ort Portsmouth steigen wir auf den Zug um und genießen eine zweistündige Zugfahrt in die Berge.
Hier am Endbahnhof geht es wieder zum Bus und dann fahren wir durch den Nationalpark Snowdonia. So, ich glaube, man kann das ein bisschen erahnen, dass das hier für Wanderer auch wieder ein Eldorado ist. Die modernen Wanderer, die ein Fahrrad nehmen, ist auch mittlerweile relativ flott, aber die E-Bikes machen sich hier immer breiter. Hier im Norden von Wales, am Conway Castle und am River Conway, ist die Ebbe und Flut sehr kräftig. Laut Tidekalender sind hier die Unterschiede in der Regel um die 6 Meter. Dabei liegen dann die Schiffe bei Ebbe im Trockenen. Gestern hatten wir Bergfest auf der Reise und heute geht es bergab, aber wir fahren hoch nach Schottland. Nach einer Bootsfahrt auf dem See Windermere werden wir in Gretna-Green eine Hochzeit feiern. Seit 1929 konnte man in Schottland bereits ab 16 Jahre heiraten und ohne die Genehmigung der Eltern zu haben. Das hatten viele hier in Gretna-Green ausgenutzt. Bevor wir aber nach Schottland kommen, fahren wir 2 Stunden auf dem See Windermere gen Norden. Noch sind wir nämlich in England. Hier ist übrigens, Sie haben gesehen, ja, der 13 Busparkplätze, teilweise doppelt. Das heißt, hier gehen 25 Busse gehen hier bequem auf den Parkplatz. Und im Sommer brauchen sie den auch. Nach der Schiffsfahrt sind wir auf sehr engen kleinen Straßen im Nationalpark Lake District nach Norden unterwegs. In Schottland durfte ein Schmied die Hochzeit besiegeln und wir sind beim Hochzeitsschmied hier angekommen. But in Scotland, now we will still get married by the Krankenhaus, yeah? Big good position. So you're very married, Andy? Your hand at the top. You want to get married? Yes. Good. Hey.
Die Schals mit ihrer Musterung und Farbe entsprechen den Familienclans. Angekommen in Glasgow besuchen wir noch die Kathedrale, ehe es ins Hotel geht und abends in den Pub zum Abendbrot. Nach dem Abendbrot im Pub geht es durch das Zentrum von Glasgow. Vom Church Square gehen wir auf der Church Street entlang Richtung Hotel. Dabei kommen wir an den Wohnheimen der Universität vorbei, die fantastische Fassadenmalereien haben. Am Tag 8 starten wir in die schottischen Lowlands, um später in die Highlands zu kommen. Bevor es aber soweit ist, machen wir erst eine Rundfahrt durch Glasgow. Wer war noch auf dem Marktplatz gestern? Ich denke mal fast alle. Ja, Sie haben gesehen, dass wir uns da den Kreisel zubauen. Die eine oder andere Bank. Wenn Sie irgendwo HSBC lesen, dann wissen Sie, dass die größte Bank der Welt hier auch ihre Dependance hat. Hongkong Shanghai Banking Council. Taucht jetzt der Kran auf. Wunderschön beleuchtet. Der sieht nachts richtig klasse aus. Violett beleuchtet. Und jetzt kommt das Gürteltier. Das ist eine Konzerthalle, sogenanntes SEC. Scottish Exhibition and Conference Center. Geradeaus. Ja, sieht aus wie in Sydney. Wenn wir noch ein paar Meter weiterfahren und Sie rechts daneben gucken, da ist das UFO gelandet. So, da kommt das UFO. The Hydro, eine Konzerthalle. Bisschen dünn besiedelt, allerdings wenn Sie sich die halben Weinfässer angucken, das hat sich zu einem Verkaufsschlager entwickelt. 23 Kilometer weg von Glasgow am Loch Lomond bezeichnen die Geologen die Gegend als Grampian Mountains. Und hier beginnen die Highlands von Schottland. Der See Loch Lomond ist mit 71 Quadratkilometern der Fläche nach der größte See Schottlands und auch der gesamten Insel Großbritannien. Vom Loch Lomond geht es über die Berge Richtung Hochmoor und dann zum Tal Glencoe. Wir sind auf der Hochebene bei den Mooren angekommen. Sie liegen auf 300 Meter in etwa über dem Meeresspiegel. Die Berge ringsum haben eine Höhe ungefähr von 1000 Metern und besitzen noch leichte Schneefelder. So, vor uns liegt ganz klar das Tal von Glencoe. Offiziell übersetzt das Tal der Hunde, inoffiziell übersetzt das Tal der Tränen. Kennt in Schottland jedes Schulkind.
unsere Tageswanderer. Mit die mit Auto hier hinkommen, eine Runde drehen. Wir sind auf Meeresspiegelhöhe am Loch Linhay, was mit dem Meer unmittelbar verbunden ist. Am Ende finden wir das Fort William. Was Neues vorne links habe ich hier in der Größe auch noch nicht gesehen. Die Kreuzritter sind überall. Allzu häufig kann man den Berg Nevis so frei wie heute nicht sehen. Kurz bevor wir zum Loch Ness kommen, ist die Gegend überall mit dem Stechginster überzogen. Wir sind hier im Ort Fort Augustus und stehen an den Schleusen zum Caledonia-Kanal. Der Caledonia-Kanal verbindet die nördliche Nordsee mit dem Atlantik im südlichen Teil von Schottland. Der Caledonia-Kanal ist Bestandteil der tektonischen Verwerfung Great Glen. Im Talgrund von Great Glen befinden sich im Wesentlichen die Seen Loch Lochy, Loch Olch und Loch Ness von Süd nach Nord. Und jetzt fahren wir am Loch Ness entlang. Etwa in der Mitte des Sees Loch Ness befindet sich die bekannte Burgruine Schloss Urquhart. Wir verlassen die schottischen Highlands und fahren in die Kleinstadt Pitlochry in Schottland. Danach geht es weiter zur Whiskybrennerei, wo wir Whisky probieren können. All die braunen Flächen am Hang sind Heidekraut. Leider blüht das Heidekraut erst ab August und September. Und wieder ganz typisch für die Wohnhäuser in Großbritannien. Jeder Raum besitzt seinen Schornstein und damit gibt es so viele Abgasrohre über den Dächern. Und das haben wir noch nie gesehen. Hier schneit's das ganze Jahr über.
auf den Baum. Wir sind in der Whiskybrennerei angekommen. Die wollte ja nicht hochfahren. As I was going through the Cork and Kerry mountains, I met with Captain Barrett and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. Say, stand and deliver, for you are a born deceiver. With your ring number two da da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o. There's whiskey in the jar. With your ring number two da. Leider durften wir nur einen 12-jährigen Whisky probieren. Ich hätte auch gern andere Jahrgänge noch probiert. Die Zeit am Tag 10 ist mehr oder weniger dem Besuch der Stadt Edinburgh vorbehalten. So, wenn Sie jetzt mal gerade ausschauen, da sehen Sie doch schon das Gerippe, was übergeblieben ist. Na, die Market Street oder die Hauptstraße von St. Andrews, die hier, beziehungsweise die rechts parallel läuft, haben eigentlich nur ein Ziel. Bis zur Kathedrale. Viel mehr ist eigentlich nicht. Angekommen an der Ruine der St. Andreas-Kathedrale mussten wir erst noch warten, weil die Öffnungszeiten sich nach hinten verschoben haben. Besonders interessant war es nicht, da alles mit Drahtseilen eingehaust war und damit auch schlechte Bilder ergibt. Viel interessanter war der kleine Weg außen herum entlang der Steilküste mit Blick auf die Schlossruine und das Meeresschwimmbecken, was jetzt bei Ebbe frei lag. Bevor wir nach Edinburgh kommen, mussten wir den Forth River überqueren. Wir fuhren auf der Autobahnbrücke, eine neue Brücke, über den Fluss und betrachteten dann unten vom Ufer aus die 3 Brücken, eine Eisenbahnbrücke, eine alte Straßenbrücke und die Autobahnbrücke. Da unser Termin in Edinburgh erst in 2 Stunden lag, hatten wir Zeit, uns hier unten am Ufer umzusehen. Im Osten unter der Eisenbahnbrücke fanden wir das Honeypot Ceramics Kreative Café. Hier tranken wir einen Kaffee und sahen zu, wie Frauen Keramik formten und sie bemalten.
Und nun sind wir unterwegs zu unserer Stadtrundfahrt in Edinburgh. Also auf Schottisch sagt man Edinburgh, weil die Schotten das R rollen, wenn man solche Dinge. Und dann nochmal gleich wieder links. Und eben dadurch, dass die Briten so große Traditionsmenschen sind also diese Gärten hier in der Neustadt immer noch nach wie vor nur privat. Die haben also zur Rechten eben die Stadthäuser. Man hat ganz oft eben Straßen nur einseitig gebaut, um einen tollen Blickwinkel, aber in diesem Fall eben auch den Garten noch freizuhalten. Aber eben, dass man also schöne Blickpunkte sich nicht verbaut. Und wenn ihr mal dann auf der Brücke nach links oder rechts schaut, seht ihr also das kleine Gewässer, was also hier entlang fließt. Und das ist das einzige fließende Wasser, was im Grunde an Edinburgh vorbeifließt. Wie gesagt, alle Privatschulen hier in Edinburgh sehen so ähnlich aus wie das hier insofern. Edinburghs bekannteste Hochschule, das Fettes College. Oben gibt, was so aussieht wie eine riesengroße Kirche. Wir haben 2 Türme vorne und einen großen Turm dahinter. Es sind aber 2 verschiedene Gebäude. Davor liegen die Assembly Hall und dahinter die Toolbooth Kirche mit etwa 100 Meter Abstand. So, hier kann man wunderschön diese griechische Antike sehen, so wunderschöne Kolonnaden hier links, das George Hotel und rechts haben wir The Dome. Wir umrunden gerade hier den St. Andreas Square. Und jetzt schauen wir auf das Monument von Walter Scott, einem Schriftsteller. Wir befinden uns jetzt auf der Princess Street. Rechts unten in der Senke ist der Hauptbahnhof und vor uns das Balmoral Hotel, ein 5-Sterne-Hotel. Hier der Blick zum größten Einkaufstempel mit dem Kringel oben auf dem Dach. Geradeaus der Blick zum Nelson-Monument und zum Nationalmonument aus Scotland, einem Hügeldenkmal zu den Napoleonkriegen. Vorbereitung einer königlichen Parade im Holyrood Palace, der königlichen Residenz in Schottland des Königs von England. So, also hier seht ihr eben so schön, wie Arthur Seat eben vulkanisch ist. Dieser Park gehört theoretisch auch zum königlichen Estate dazu. So, da ist jetzt also Highlife in Tüten. Schick, schick, schick. Ja, und historisch gesehen sind wir jetzt eigentlich noch in der Vorstadt, also außerhalb der Stadt und die Stadtmauer und dann kam der innere Teil der Stadt. Also hier waren wir noch, sag ich mal, unsicher und dann gab es erst den sicheren Teil in der Innenstadt.
So, jetzt fahren wir im Grunde quasi auf der ehemaligen Stadtmauer entlang. Jetzt sehen wir nochmal rechts dann oben eben Carlton Hill mit dem Parthenon. Davor das größere Gebäude war früher mal ein Gefängnisturm. Das Gefängnis gibt es nicht mehr, da ist dann dieses St. Andrews Haus hingekommen. Und jetzt seht ihr dann gleich auch nochmal den Kringel da vom Shopping Center und eben halt unten hier den Bahnhof. Und auch nochmal die Brücke, die ich vorhin eben beschrieben habe. Das wird, glaube ich, noch ewig dauern, ehe die wieder renoviert ist. Und ihr seht eben halt, jetzt fahren wir im Grunde so den Graben unten entlang und hangeln uns wieder hoch, kurz vorm Castle. So, und auch hier wieder überall, wo ihr diese Treppen seht, da sind immer diese kleinen Klosters, die so zwischendrin so durchgehen. Also eine Kleinigkeit noch, ihr werdet mich bestimmt sonst gleich fragen, es ist kein Fußballstadion, was da oben aufgebaut wird, sondern das werden die Tribünen für das Tattoo-Festival. Also es gibt im August gibt's hier ein riesengroßes Stadtfestival mit Kleinkunst und frag mich was, aber gleichzeitig ist auch ein riesengroßes Militärspektakel auf der Castle Esplanade, das Edinburgh Military Tattoo, ist so eine Militärparade, so wie das, was ihr gerade gesehen habt, bloß mit mehr Musik und mit ein bisschen mehr Farben und ein bisschen kunstvoller. Und das findet eben den ganzen August dort statt und die Tribünen dafür werden also immer im Vorjahrraum aufgebaut. Im Juli sind dann nochmal Konzerte. Rod Stewart spielt eigentlich immer hier und dann danach sind aber auch nochmal 2 Konzerte und dann werden die Tribünen wieder abgebaut. So, also hier, der Rest ist jetzt wieder nur noch Fußgängerzone. Wir gehen aber gleich eine Abkürzung die Treppen hoch. Ein Riesenbetrieb hier auf der Burg. Wahrscheinlich, weil 2 Kreuzfahrtschiffe vor Edinburgh auf Haken liegen. Die erste Höhe im Schloss Edinburgh ist erreicht. Wir genießen die Aussicht hier oben auf der Burg und schauen in alle Richtungen auf die Stadt. Blickrichtung Forst-Trichtermündung und auf das Zentrum der Stadt Edinburgh. Linksschwenk von der Toolbooth-Kirche, weiter der Carlton Hill mit Nationalmonument und Nelson-Monument, Zentrum der Stadt, in der Senke der Hauptbahnhof, oben Airbühne, Rossbandstand und dahinter die Prince Street als Hauptstraße der Stadt. Der St. James Quarter, das Einkaufsparadies, hat den Kringel auf dem Dach. Blickrichtung Ost-Nordost. Blickrichtung Osten, Burgeingang und Toolbooth-Kirche am Fußgänger-Boulevard-Eingang. Westpanorama.
Heute ist der letzte Tag in Großbritannien. Von Edinburgh geht es nach Hull und dann aufs Schiff, um nach Rotterdam weiterzukommen. Der letzte Tag ist die Heimfahrt in Deutschland. Wir haben viele Eindrücke in den letzten 10 Tagen hier auf der Insel gesammelt und kommen mit reichlich Informationen am Schiff, an unserer Fähre nach Rotterdam an. Nach der Nacht auf dem Schiff geht es morgen von Rotterdam wieder Richtung Dresden.